Hey everyone, Dana here. This video is in German, but I also made English subtitles for it that can be turned on using the CC function here on YouTube. Seit ein paar Monaten lade ich Videos hier auf YouTube hoch als Shorts. Und das bedeutet, sie sind unter dem Shorts-Bereich hier auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also falls ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr sie dort finden. Dieses Video ist länger als 3 Minuten und das bedeutet, es landet hier, wo es jetzt ist, also nicht im Shorts-Bereich, sondern hier, auch wenn es ein vertikales Video ist. Okay, das war's. An der Wand in meiner Küche hängt ein Zettel, der mich daran erinnert, dass die gewaltfreie Kommunikation von 4 Optionen, Möglichkeiten, Ohren spricht, wie ich etwas hören kann, besonders wie ich etwas hören kann, das für mich schwierig zu hören ist. Also zum Beispiel, lass uns sagen, eine Freundin sagt zu mir, du gibst mir nie Empathie, wenn ich es haben möchte, du bist keine gute Freundin. Okay, ich kann zum einen das persönlich und zu mir nehmen. Also ich kann hören, dass ich etwas falsch gemacht habe und ich kann die Schuld zu mir nehmen und dann denke ich vielleicht etwas wie, boah, ja, also ich bin eine schlechte Freundin. Wie könnte ich nur so egoistisch sein? Also ja, hier habe ich einen Vorwurf gehört, ihre Wörter als Vorwurf, als Beleidigung gehört und ich habe die Schuld zu mir genommen. Ich könnte auch einen Vorwurf hören, aber diesmal die Haltung annehmen von die andere Person ist schuld. Und dann könnte ich vielleicht sowas denken wie, Entschuldigung, sie hat keine Ahnung, wovon sie spricht. Sie war die Person, die letzte Woche für mich nicht da war. Sie ist die schlechte Freundin. Und sie ist tatsächlich ziemlich gemein, sowas zu sagen. Also ja, hier hat es wieder mit Schuld zu tun, aber diesmal nehme ich die Schuld nicht an, sondern ich gebe der anderen Person die Schuld. Ich habe auch die Option, mit dem dritten Ohr sozusagen zu hören. Und hier geht es nicht um Schuld oder dass jemand etwas Falsches gemacht hat, sondern ich gucke, okay, wie geht es mir, wenn ich das höre? Also wie fühle ich mich und welche Bedürfnisse melden sich bei mir? Zum Beispiel, wenn ich das höre, dann bin ich traurig, weil mir hier Unterstützung wichtig ist. Oder wie auch immer es mir geht. Also meine Gedanken hier sind nur ein Beispiel, wie ich es mir gerade so vorstelle. Aber hier geht es darum, mir etwas Empathie zu geben. Und es gibt auch die Möglichkeit, mit der 4. Ohr zu hören, sozusagen. Also es gibt diese 4. Möglichkeit und hier kann ich dann ich fokussiere mich zum Beispiel auf die Bedürfnisse und Gefühle der anderen Person. Also vorher beim 3. Ohr habe ich geguckt, wie geht es mir? Und beim 4. Ohr kann ich dann meinen Fokus drauflegen, was ist vielleicht für die andere Person wichtig. Also bei den 1. und 2. Ohren, Möglichkeiten, bin ich im Land der Vorwürfe, der Schuld. Und bei den 3. und 4. Möglichkeiten, da bin ich im Land der Verbindung. Was ist lebendig in mir? Was ist lebendig in der anderen Person? Dort liegt mein Fokus.